Der Alarm geht los in der Pathologie. Per Rohrpost ist eine Gewebeprobe gekommen, die sofort untersucht werden muss. Sie stammt aus dem Bauchraum des krebskranken Lothar Flath, dem gerade im OP der gesamte Magen entfernt wird. Hat der Krebs in den Bauchraum gestreut? Wenn ja, muss die OP abgebrochen werden. Für den Patienten eine Katastrophe und für die Klinik ein finanzieller Verlust. Wenn wir die Operation jetzt beenden an diesem Punkt, dann ist es abrechnungstechnisch natürlich ein deutlicher Unterschied, obwohl wir natürlich, wie Sie sehen, dieselben Gerätschaften aufgebaut haben, ja, und dasselbe Personal. Das ist die kleine Gewebeprobe aus dem Bauchraum von Lothar Flath. Sie wird jetzt schnell runtergekühlt, damit man sie dann mikrometerdünn hobeln und einfärben kann. Jetzt kann Pathologe Roland Heini von Hausen den sogenannten Schnellschnitt untersuchen und hoffentlich Entwarnung geben für die Kollegen oben im OP. Hallo, Dr. Körper, Heini von Hausen hier. Flath Lothar ist hier, ein PE aus dem Momentum Marius. Das ist eine ältere Fettgewebsnekrose, hier ist kein Anhalt für Malignität. Aufatmen im OP. Nur der Magen ist befallen und der wird jetzt wie geplant weiter rausoperiert. Dank der Pathologie vor Ort im eigenen Haus ging das so schnell und reibungslos. Wenn die Proben hier sind in der Pathologie, dann geht es sehr schnell. Aber zeitkritisch ist eben auch der Weg in die Pathologie. Und je kürzer dieser Weg ist, desto besser ist es für den Ablauf. Aber wir versorgen auch ein Krankenhaus im Odenwald. Da ist die Anfahrt zum Teil über eine Stunde, wenn die Verkehrslage schlecht ist. Dann ist es schwierig. Verhindert vielleicht zum Teil auch, dass Operationen durchgeführt werden können, wo Schnellschnitte von Bedarf sind. Im OP läuft der Eingriff schon seit einigen Stunden. Mit feinen Geräten trennt der Arzt den Magen Stück für Stück heraus. Minimalinvasiv, schonend für den Patienten. Doch dann gibt es das nächste Problem. Eine große Blutung. Die minimalinvasive OP muss abgebrochen werden. Jetzt wird klassisch aufgeschnitten. Wir müssen raus aus dem OP. Es gab eine Komplikation, und zwar wir arbeiten ja mit so einem Ultraschallgerät, was dann die Gefäße verschließt. Bei der weiteren Präparation fing es plötzlich massiv an zu bluten. Also die Kamera wurde durch ein Gefäß sozusagen blind gemacht. Wir mussten dann relativ rasch reagieren und wir mussten das dann in klassischer Weise vernähen und zumachen. Lothar Flath hat die OP trotzdem gut überstanden. Hallo, die Operation ist zu Ende. Langsam wacht der 71-Jährige aus der Narkose auf. Wegen der Komplikationen wird Lothar Flath nun länger im Krankenhaus bleiben müssen, bis er sich erholt hat. Für das Klinikum bringt das alles keinen einzigen Euro mehr. Fallpauschale heißt das Zauberwort. Die Kassen zahlen für diese große Magen-OP fix 17.601,83 Euro. Lothar Flath kommt jetzt auf die Intensivstation. Eigentlich wäre hier kein Platz mehr für ihn. Auch hier fehlen Pflegekräfte. Die Klinik hat deshalb auf dem freien Arbeitsmarkt Kräfte dazugekauft. Wir sind auf der Intensivstation voll belegt, ja. Das können wir Gott sei Dank auch machen. Da sind wir in einer glücklichen Lage. Man muss allerdings sagen, dass wir das nicht rein aus dem Haus können, sondern bei uns arbeiten auch Leihpflegekräfte, also Leasingkräfte. Die fehlenden Pflegekräfte und die Fallpauschalen sind das beherrschende Thema, auch hier im Klinikum Darmstadt. Alles muss akribisch dokumentiert werden. Ein großer Arbeitsaufwand, der die Ärzte und Pflegekräfte zudem noch von der Arbeit am Patienten abhält. Sie haben ja selber gemerkt, heute war der Eingriff eigentlich für 8 Uhr geplant. Der ist dann deutlich wegen eines Notfalls nach hinten. Jetzt ist wieder ein Notfall dazugekommen. Das heißt, der geplante Patient fällt aus. Der bleibt jetzt einen Tag länger. Dann kommt in 9 Monaten die Krankenkasse und sagt, ja, warum ist denn der so lange geblieben? Das zahlen wir nicht. Also das sind so viele kleine Pünktchen, die dann wieder uns das Leben schwer machen. Dann muss ich in 9 Monaten dann erklären der Krankenkasse, warum der Patient heute ausgefallen ist. Und ob die das dann versteht, dass wir Notfälle hatten und trotzdem alle Säle gefahren sind und so weiter, ist immer so eine Sache. Alle hoffen sie hier auf eine Krankenhausreform, die den Patienten wieder in den Vordergrund stellt und die Krankenhäuser vor dem finanziellen Kollaps bewahrt.
Lothar Flath ist inzwischen wieder auf die normale Station gekommen und fühlt sich ganz gut. Ich habe eben ein bisschen viel geschwitzt und merke schon ein bisschen was. Aber die Schmerzen sind nicht so, dass ich mir eine Zusatzdosis geben muss. Ich versuche immer so wenig wie möglich Schmerzmittel. Ich bin sehr guter Dinge. Und meine Familie, die sagt auch, also meine Frau hat viele Freundinnen, die auch krebskrank waren und auch schwere Krankheiten haben. Die haben gesagt, das ist verwunderlich, wie der das verkraftet. Nach insgesamt 13 Tagen darf Lothar Flath nach Hause. Er kann jetzt nur noch viele kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Dass er eine Fallpauschale ist, hat er nicht gemerkt. Er ist einfach froh, am Leben zu sein.